Da sind wir wieder mit einem neuen Video und diesmal gibt es ein Chanel Unboxing slash Bag Reveal Video. Und ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich so ein Video überhaupt machen soll. Ich wusste nicht, ob es jetzt wirklich so interessant ist oder ob es eher für Verstimmungen sorgen würde. Aber ich habe auf Instagram ein Bild gepostet und gefragt, ob es für euch interessant wäre. Und wirklich viele von euch haben geschrieben, ich soll so ein Video machen. Habe ich echt nicht erwartet. Also kommen wir zum Thema. Wie ja schon kurz erwähnt, habe ich mir was bei Chanel gekauft. Und zwar meine allererste Chanel-Tasche. Und ich glaube, das lässt wirklich alle Frauenherzen höher schlagen. Es ist wirklich was Besonderes. Eine Tasche von Chanel gönnt man sich nicht alle Tage. Sie sind super teuer. Gerade über die letzten Jahre sind die Preise unglaublich gestiegen und steigen immer mehr. Und ja, also es ist wirklich nochmal so ein anderes Level, als wenn man sich eine Tasche von anderen Marken kauft, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich so ein kleines i-Tüpfelchen. Und ja, es war bei mir soweit. Ich habe mir jetzt endlich eine gegönnt und ich habe mir vorher online alle Modelle angeguckt, also alle Kollektionen immer, die rausgekommen sind und immer geschaut, ob da ein Modell dabei ist, das mir zusagt oder eben ob eins bei den Klassikern dabei ist. Und das empfehle ich sowieso erstmal jedem, einfach erstmal online zu gucken, okay, was für Modelle gibt es, welche sind die Klassiker, welche gibt es eigentlich immer oder welche sind aus der aktuellen Kollektion, gefällt mir da was für Hardware mag ich, welche Formen und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und für mich war klar, ich möchte eine, die nicht ganz so standardmäßig ist, also die schon etwas Besonderes ist und die es vielleicht nicht immer gibt oder irgendwie eine speziellere Ausführung ist. Also da gab es in der Vergangenheit schon ziemlich coole Modelle, zum Beispiel aus der Supermarket-Kollektion gab es da Taschen, die ich sehr, sehr cool finde, aber ja, das war Jahre her und wo eine Chanel-Tasche auf jeden Fall nicht im realistischen Rahmen war. Ich habe meistens gleich auf die offizielle Seite geguckt, da sieht man dann auch gleich die Preise und auch die Artikelnummer, da mache ich meistens so einen Screenshot irgendwie auf dem Handy. Und es gibt aber auch viele Seiten, die so die Klassiker und die es immer gibt, auflisten. Da hat man dann einen ganz guten Überblick, die verlinke ich euch mal in der Infobox. Weil bei Chanel ist es so, man kann nicht einfach in den Laden gehen und man sieht wirklich offen alle Taschen. Man muss schon irgendwie erstmal fragen und schon so ein bisschen wissen, was es überhaupt gibt, weil ja, also es steht nicht einfach alles offen rum, was so ein bisschen doof ist in der Hinsicht. So, und dann kam eine Kollektion, wo eine Tasche dabei war, die mir wirklich zugesagt hat, wo ich dachte so, das könnte so ein Modell sein, die würde ich mir mal in echt angucken und wenn die mich in echt auch umhaut, dann wäre es das wahrscheinlich. So, und dann bin ich ins KaDeWe gegangen, dort in die Chanel Boutique, weil ich mag das KaDeWe generell und ich habe das Gefühl, in der Boutique dort haben die manchmal echt mehr Modelle als in der richtigen Boutique. Also da hat man manchmal einfach mehr Glück. Ja, und das mit den Boutiquen ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich höre immer wieder von Leuten, dass sie unfreundlich behandelt wurden, keine gute Erfahrung gemacht haben und so weiter. Und ich frage mich immer wieder, warum das noch so sein muss, weil also man kann niemanden irgendwie ansehen, wie viel der jetzt ausgeben würde und wie viel nicht. Deswegen sollte eigentlich jeder immer freundlich behandelt werden. Und genau deswegen schaue ich eigentlich immer gerne online, was gibt es so, was gefällt mir, damit ich schon ungefähr eine Ahnung habe und in den Laden gehen kann und schon so einen Plan habe, nach was ich frage, was sie mir vielleicht zeigen könnten und so. Und ich habe das Gefühl, dann ist man nicht so verloren in dem Laden, sondern hat halt irgendwie wirklich, okay, ja, was will man und kann direkt dann fragen, was man wirklich sich ansehen möchte. So. Und bei Chanel ist meistens auch immer sehr voll, man muss schon ein bisschen warten. Dadurch sollte man sich nicht beirren lassen, dass man irgendwie nicht absichtlich bedient wird oder so, sondern da sind wirklich immer voll viele Leute drin. So, und dann nach ein bisschen Warten im KaDeWe kam dann noch eine und die war auch sehr, sehr freundlich und ich habe ihr auch direkt dann auf dem Handy gezeigt, ja, ich suche diese Tasche. Und sie konnte direkt sagen, dass sie die nicht da haben. Aber dann hat sie die Artikelnummer genommen und eingegeben und geguckt, wo es die dann noch gibt. Und in Deutschland gab es die dann nur noch in Düsseldorf. Aber dann meinte ich, ja, ich bin demnächst in Paris und London. Wo gibt es die denn dort? Und dann hat sie mal Paris geguckt und da gab es echt noch voll viele Boutiquen. Und da stand auch die Anzahl an Taschen, die in Stock sind aktuell. Und in Paris gab es wirklich viele Läden und teilweise echt so 3 Stück oder so. Da dachte ich so, okay, kann ich mir die mal alle aufschreiben und so, dann gucke ich da mal wirklich oder rufe da vorher an und so weiter. Hat sie mir die alle aufgelistet und so und okay. So dachte ich, okay, dann muss ich unbedingt in Paris nachschauen. So, ich habe das Gefühl, das wird voll die lange Story. Aber ja, dann bin ich in Paris gewesen und hatte zum Glück noch so ein bisschen so ein paar Zeitfenster, wo ich wirklich in den Store gehen konnte und war dann in der Boutique in der Rue Saint-Honoré.
Und ja, dort hatten sie die direkt. Ich musste so ein kleines bisschen warten und habe sie mir dann angeguckt. Und die war auch wirklich voll freundlich. Ich habe so ein bisschen geguckt und war noch nicht, also ja, ich will nicht sofort, ja, okay, das ist es. Ich wollte mir wirklich hundertprozentig sicher sein. Und dann hat sie mir lieberweise so wirklich alle ähnlichen Modelle gezeigt, die es so in dem Format gibt, die so ein bisschen vergleichbar sind. Und habe dann alle nochmal so anprobiert und auch an meine Schwester gehalten. Das ist immer ganz praktisch. Ich kann dann immer so an verschiedenen Outfits gleich sehen, wie sieht das aus und so. Und ja, dann im Endeffekt ist es dann auch wirklich das Modell geworden, das ich mir online vorher angeguckt habe. Und ich glaube, ihr seid schon alle ganz gespannt. Ich soll endlich die Tasche zeigen, also packe ich sie jetzt mal aus. Das ist sie. Tada! So, und diese Tasche stammt von der Cruise Collection 2017-2018 und wie ihr sehen könnt, ist die von der Struktur her relativ weich und auch der Henkel ist ganz anders, als man den sonst von Chanel kennt. Und ja, das ist auch so eine Sache gewesen. Sonst fand ich bei den Chanel-Taschen immer die Classic Flap, ja, Timeless Tasche schön. Die habe ich mir am Laden aber dann auch so umgehangen und dachte irgendwie ist die zu schick, irgendwie zu, ich will nicht sagen tussig, aber wirklich sehr schick irgendwie, sehr posch. Und die hier ist dagegen einfach so ein bisschen low-key, ein bisschen laid-back, aber trotzdem typisch Chanel mit dem Logo und der Steppung. Und es ist so ein Modell, was es nicht immer gibt, aber es ist vom Optischen noch irgendwie klassisch genug, sodass sie mir auch in 100 Jahren gefallen könnte. So, und auch der Preis ist ja nicht ganz unwichtig zu wissen. Diese Tasche kostet 3.190 Euro. Ich weiß immer noch sehr, sehr viel. Aber wenn wir es jetzt mal vergleichen mit der Timeless-Tasche in der ja, vergleichbaren Größe, die kostet einfach mal 4.500 Euro. Also fast 1.500 Euro mehr als die, was schon ziemlich krass ist. Also die Preise generell bei Chanel sind sowieso ein ganz anderes Thema. Die sind in den letzten 10 Jahren, also teilweise echt so, haben sie sich vervierfacht oder verfünffacht und steigen wahrscheinlich immer noch. Das ist echt ziemlich krass. Naja, anderes Thema. Ich zeige euch am besten mal, wie die Tasche jetzt von innen aussieht. So. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt, aber hier vorne gibt es nochmal so ein paar Fächer, vielleicht fürs Handy. Hier in der Mitte so ein kleines Lippenstiftfach und nochmal ein Fächlein. Und hier hinten dann nochmal einfach, was man mit einem Reißverschluss zumachen kann. Und das ist auch so ein kleines Mini-Manko, was ich mit dieser Tasche habe. Und zwar finde ich, hätte dieser Reißverschluss auch ruhig aus so silbernem Metall sein können, statt hier schwarz, was das einfach so ein bisschen hochwertiger noch gemacht hätte. Aber okay, das ist echt so eine ganz kleine Mini-Sache. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich alles in diese Tasche reinmachen kann. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz interessant zu wissen. Und ich fange mit dem krassesten Teil an. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass meine Kamera reinpasst. Das ist eine Fuji X-T2. Und das ist jetzt nicht die kleinste Fuji, die man haben kann. Also meine Schwester hat nochmal eine kleinere, kompaktere, die so ein bisschen schmaler auch ist. Aber jetzt im Vergleich zu einer Canon oder so ist es schon einer von den kompakteren Kameras. Und mit der habe ich übrigens auch mein Korea-Video gefilmt, weil die einfach kompakter ist, aber trotzdem sehr hohe Qualität liefert. So, die ist relativ groß wegen dem Objektiv, also relativ breit und ein bisschen schwerer, aber wie gesagt, schon einer von den kompakteren. So, und die packe ich jetzt so eher links in die Tasche rein. So. Gürtel, der Gurt. Und dann kommen alle restlichen Sachen, die man sonst immer so dabei hat, rein. Also das Handy auf jeden Fall. Und das ist ein iPhone 7 Plus, also ungefähr das größte Handy ever. Das packe ich nach hinten. Dann Portemonnaie. Und das ist jetzt auch nicht ein super kleines, also ja, vielleicht Standardgröße, würde ich sagen. Schlüsseletui. Und da mache ich noch einen Lippenstift in dieses Lippenstiftfach. Das ist von Charlotte Tilbury, die Farbe English Beauty und die trage ich auch gerade auf den Lippen. So. Und dann noch meine Brille. So, und das passt einfach alles super gut in die Tasche rein. Und ich kann sie auch ganz bequem zumachen.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie komisch verbeult ist oder irgendwie sonst wie misshandelt wird. Auch vom Gewicht her merke ich, dass die Tasche das aushalten kann. Die Träger sind halt auch super gut dafür. Und ja, das ist für mich einfach nochmal ein Bonus, dass sie wirklich so viel tragen kann und dadurch alltagstauglicher ist und ich einfach mehr Flexibilität habe, dass ich da wirklich viele Sachen mitnehmen kann, meine Kamera vor allem. Ich wollte mir keine Chanel-Tasche kaufen, wo ich denke, oh, die kann ich nur zu bestimmten Anlässen tragen oder ich muss da irgendwie großartig aufpassen. Hier habe ich auch nicht das Gefühl, die ist sehr robust. Ich muss nicht irgendwie mir Sorgen machen wegen Kratzern oder so. Sie kann wirklich ja, so geknautscht werden. Und Cost per Wear ist schließlich sehr wichtig und ich finde, das soll sich dann auch auszahlen. Und das ist mit dieser Tasche meiner Meinung nach gegeben und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich mit meiner Wahl. Schreibt ihr mir auf jeden Fall mal, was ihr zu dieser Tasche denkt oder was so euer Traummodell von Chanel ist oder auch von irgendeiner anderen Designermarke. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und dann gucke ich noch, was es so für Fragen gab, die ich an dieser Stelle noch beantworten könnte. Ja, einfach weil ich noch nie so viel Geld für eine Tasche ausgegeben habe. Und da ist man dann wirklich im Laden so, oh, hoffentlich ist es wirklich die richtige Wahl. Einfach, da will man sich wirklich 100% sicher sein. Und da lastet so ein bisschen mehr so Pressure irgendwie auf einem. Ja, insofern war es dann halt so ein bisschen anders. Ja, und dann Chanel Boutique, ja, einem wird dann halt auch was zu trinken angeboten und so, aber in dem Moment bin ich sowieso, ach, ich will nichts, ich will nur mich konzentrieren, dass ich jetzt so wirklich die richtige Tasche kaufe. Ja, einfach so, da ist es noch mehr, hat man noch mehr den Anreiz, dass man sich wirklich sicher ist. Insofern hat es sich anders angefühlt. Und ja, da gibt es eigentlich noch eine Story bei mir beim Kauf. Und zwar war ich dann ja in der Boutique in Paris und war dann so, okay, ich nehme sie. Ich will sie jetzt kaufen. So, bin dann zur Kasse und so, die haben dann alles vorbereitet, die so eingepackt und so. Und dann will ich bezahlen, gebe meine Bankkarte und Karte abgelehnt. Ich so, oh Gott, können Sie nochmal probieren? Ja, Karte abgelehnt. Ich so, scheiße, woran kann das liegen? Und dann habe ich gemeint, ja, kann ich vielleicht morgen früh wiederkommen und so. Ich guck mal, ich versuche das zu klären. Und die waren auch voll freundlich, so von wie, ja, kein Problem und so. Die wird dann auf dich warten und so, voll cool. Und dann habe ich am selben Abend noch mit meiner Bank telefoniert und oh, ich dumme, man hat halt im Ausland immer so eine Standardgrenze, so ein Limit, das man nicht überschreiten kann bei so Kartenzahlungen und so weiter. Was natürlich auch super gut ist und das ist natürlich ein Betrag, der drüber ist über die Standardgrenze und ich habe nicht vorher das bei der Bank angekündigt, dass ich halt, hallo, ich will eine teure Tasche kaufen. Und deswegen ging das nicht. Was ich dann aber machen konnte, ist, dass ich am gleichen Abend dann noch Geld abhebe und dann am nächsten Morgen dann nochmal Geld abhebe und das dann alles bar bezahle. Und dann war ich echt so auf dem Weg zur Boutique so mit so einem Batzen Bargeld in meiner Tasche, so okay. Und da habe ich dann die Tasche bezahlen können am nächsten Tag und habe so weil ich nur beim Automaten eben nur 50er bekommen kann, ihr könnt ja ausrechnen, wie viele Scheine das waren. So damit bezahlen und die haben halt auch keine Miene verzogen, sehen die anscheinend öfter, dass man so Bargeld einfach so viel bezahlt. Okay, also wenn ihr vorhabt, im Ausland eine Chanel-Tasche zu kaufen oder eine andere teure Designer-Tasche, dann guckt vorher nach, dass euer Limit höher gesetzt wird, wenn da eins ist und so weiter. Also ja, dass ihr daran denkt, damit es nicht zu Unannehmlichkeiten kommt. Ja, so viel zu meiner Story. Warum überhaupt Chanel? Worin liegt der Reiz für dich und warum gerade dieses Modell? Warum dieses Modell, habe ich gesagt. Ja, warum Chanel? Warum hat diese Marke so eine Aura an sich, von der man sich so magisch angezogen fühlt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es dieses Zeitlose von den ganzen Sachen oder vielleicht auch die Geschichte dahinter oder Coco Chanel als Frau. Was sie so bewegt hat, einfach so in der Mode für die Frauen und auch, vielleicht für mich ist es auch irgendwie so eine Art Achievement irgendwie, dass ich an einem Punkt bin, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich kaufe mir eine Chanel-Tasche, ich kaufe sie mit meinem eigenen erarbeiteten Geld. Irgendwie ist es ja so wie eine Belohnung für einen selbst. Und mein Lieblingstipp zum Thema Sparen ist der, dass man sich einen bestimmten Betrag festlegt, abhängig davon, wie einfach das eigene Einkommen ist. Es soll natürlich vergleichbar realistisch sein und einen Betrag haben, den man zur Verfügung hätte. Und dass man diesen Betrag dann monatlich wie eine ganz feste Rechnung ansieht, die man begleichen muss, also wie jetzt Miete oder irgendwelche anderen Kosten. Und dann
da wirklich das Geld dann jeden Monat zur Seite legt oder halt irgendwie auf ein anderes Konto legt, je nachdem, wie man es dann macht. Und wenn man es dann einen Monat nicht einhält, dass man es im nächsten Monat dann irgendwie nachzahlt und da wirklich dann konsequent ist. So kann man dann nämlich sehen, sich ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt man dann sein Ziel erreicht hat. Und ja, einfach das wie eine feste Rechnung anzusehen, finde ich, hilft, konsequent zu sein. Und dann muss man halt, wenn man schon so sieht, oh, ich schaff's irgendwie nicht, dann spart man halt dann wirklich an anderen Stellen wie feiern gehen, draußen essen, dann kocht man mehr zu Hause oder sonst irgendwas, dass man da wirklich drauf abzielt, immer diesen Betrag zu erreichen, den man dann zurücklegen kann. Ja, einfach konsequent sein. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich unbedingt sagen wollte. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was man jetzt so sagen kann. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe alle ja, Fragen beantworten können. Wenn irgendwas noch ist, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, das konnte so ein bisschen zum Träumen anregen oder halt eben noch mehr motivieren, konsequenter beim Sparen zu sein, wenn eine Chanel-Tasche euer Traum ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!